Du willst eine Lego-Stadt bauen. Du weißt aber nicht, wie viel das Ganze kostet, viel Platz dafür brauchst, was du beachten musst und hast noch richtig viele offene Fragen. Dann würde ich sagen, schaust du dir dieses Video bis zum Ende an, denn ich habe hier einige Tipps, die dir garantiert helfen werden. Also, ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro. Wie viel Platz braucht man dafür? Naja, es gibt nicht wirklich ein Minimum und ein Maximum. Die Antwort ist hier ganz einfach, so viel wie du halt hast. Ich zum Beispiel baue meine Stadt auf ziemlich genau 2,16 Quadratmeter. Wenn du aber nur wenig Fläche zur Verfügung hast, ist der zweite Tipp umso wichtiger für dich. Plane deine Stadt. Aber wieso? Nun denn, du hast in der Stadt immer Kurven, Schienen, Gebäude, Berge und was weiß ich noch. Da ist es durchaus wichtig zu wissen, wie man diese grob anordnen kann, um seinen Platz bestmöglich zu nutzen, unnötiges Teilekaufen zu vermeiden, aber vor allem um erstmal zu erfahren, ob alle Projekte hinpassen. Das wäre gut zu wissen, oder? Vielleicht kommt in meinem Plan ja auch eine neue, bessere Idee. So war es bei mir beispielsweise mit der Fußgängerzone. Doch wie kann man eine Lego-Stadt planen? Dafür gibt es eigentlich zwei Programme. Für Gebäude und andere Bauwerke definitiv Start.io. Das habe ich euch schon mal in einer Videoreihe gezeigt. Der Link dazu ist am Ende. Wenn es aber darum geht, Eisenbahnlayouts, Straßen und Anordnung von vielen Gebäuden zu durchdenken, ist Bluebrick die beste Wahl. In diesem Programm gibt es Schienen von Drittherstellern und noch viel mehr. Klick dich also einfach mal durch. Hier muss aber erwähnt werden, dass es dort keine Steine zum Bau von Mocks gibt, wie zum Beispiel in Start.io, sondern dass die Gebäude lediglich durch Baseplates repräsentiert werden. Also ein 32x32er Gebäude ist dort also ein 32x32er Baseplate. Es geht also ausschließlich um die Planung, was du ja auch in dem Fall willst. Falls du aber lieber per Hand planst, dann kannst du einfach ein quadratisches Raster anlegen und dort, also ein Quadrat entspricht dann einer Baseplate, und dort einfach deine Gebäude einzeichnen. Nur Kurven wären dann vielleicht schwierig. Du hast nun also fleißigst geplant. Wie fängst du jetzt aber an? Das ist eigentlich die einfachste Frage in diesem Video. Du nimmst oder bestellst ein paar Steinchen und baust einfach los. Optimalerweise folgst du dabei deinem Plan. Du sollst gleich deine Stadt auf einen Tisch oder so wie ich auf ein Regal stellen, damit du die später besser bestaunen kannst. Und so kann man zusätzlich putzen oder aufzuräumen. Ich meine, wer räumt denn bitte gerne auf? Wo aber bekommt man die benötigten Teile her? Musst du Sets ausschlachten dafür? Also ich beschaffe meine Steine hauptsächlich von zwei Plattformen. Pick-a-Brick, Online und die Pick-a-Brick-Wand und Bricklink. Je nachdem, was billiger ist doch logisch, oder? Sets auszuschlachten lohnt sich aber nur in den wenigsten Fällen. Wann es sich lohnt, ist aber ein extra Video wert. Zum Thema Bricklink möchte ich noch kurz etwas sagen. Versuche möglichst viel auf einmal zu bestellen. So ist zwar diese eine Bestellung teurer, aber man zahlt nicht mehr, als wenn man mehrere einzelne Bestellungen abgeben würde. Ich meine, man kauft immer noch die gleichen Steine, aber man spart sich richtig viel Versand. Also für so eine große Bestellung zahle ich immer 100 bis 150 Euro Versandkosten. Ist auch schon viel, aber ich kaufe von 30 Stores und ich meine, wenn ich jetzt 33.000 Teile bestelle, dann ja, sind halt 30 Stores realistisch. Und wenn ich das jetzt mehrfach bestellen würde, dann würde ich halt nie von einem Store eine große Summe bestellen. Und wenn man von manchen Stores eine große Summe bestellt, dann sind die Versandkosten gratis. Probiert es mal gerne für euch aus, aber meine Erfahrung ist so und die teile ich euch hier gerade. Es gibt noch weitere Tipps, die man bei Lego-Bestellungen richtig viel Geld sparen kann. Dazu kommt aber demnächst ein Video, also abonniert, damit ihr es nicht verpasst. Doch wie viel kostet so ein Projekt? Der Preis hängt von der Größe der Stadt, der Seltenheit der Teile und natürlich deren Anzahl ab. In meiner Lego-Stadt stecken ungefähr 30.000 Teile. Das macht pro Gebäude ungefähr 3.000 Teile. Für ein 32x32er Gebäude, wie ihr sie von mir kennt, zahle ich zwischen 200 und 210 Euro. Das sind für die ganzen 2,16 Quadratmeter so 2.100 Euro. Also ein Quadratmeterpreis von knapp unter 1.000 Euro. 977 habe ich es, glaube ich, ausgerechnet. Natürlich sind Gebäude aber im Vergleich zu einer Landschaft eher teurer. Außer man baut natürlich einen Berg, damit habe ich aber noch wenig Erfahrung. So, du weißt nun, wie viel das Ganze kostet, wie du anfängst und den ganzen Rest. Wo aber bekommst du deine Gebäude, Berge und den anderen Spaß her? Das kannst du entscheiden. Entweder mockst du alles oder kaufst selbst vielleicht eine Mischung daraus. Du kannst auch Mocks und anderen Mocker nehmen und sie in deine Stadt stellen. Solange es dir gefällt und du keine Rechte voneinander verletzt, ist alles super. Du musst jedoch irgendetwas beachten. Ja, baue modular. Damit zwingst du eine Stadt in optimalerweise Baseballgroße, leicht transportierbare Teile, sogenannte Module, deswegen modular, und baust diese so, dass du sie rausziehen kannst. Das hat den Vorteil, dass du nicht zwingend auf der Platte bauen musst, sondern du kannst sie in anderen Räumen bauen. Darüber hinaus lassen sich so schneller Änderungen in der Stadt einbauen und du kannst diese einfacher transportieren.
beispielsweise auf eine Lego-Ausstellung, so wie ich. Mehr gibt's eigentlich nicht, was du beachten sollst. Natürlich solltest du Spaß dabei haben und das Resultat sollte dir gefallen. So, das war's dann für diesen verzögerten Ein-Jahres-Special. Haben euch Tipps denn geholfen? Habt ihr vielleicht weitere? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, ob Bricklink, die größte Lego-Handelsplattform, aufgrund von Preiserhöhungen, Inflation etc. teurer wird, sagt gerne auf eines dieser Videos. Und damit bedanke ich mich recht herzlich für ein Jahr YouTube, 284 Abonnenten mittlerweile und natürlich fürs Zusehen. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss.